Hey ho, Gemeinde Rock'n'Roll. So, die Gewinner sind ermittelt von unserem 5000 Abo-Gewinnspiel. Ne? Und natürlich erstmal die große Frage, was war denn die Lösung? Die Lösung war natürlich ganz klar der Lappentrick. Ja? Aus einer unserer letzten Folgen im Punkto 690er Motor hatte ich damit den Kupplungskorb fixiert bzw. den Primärantrieb blockiert, damit beim Anziehen sich der Kupplungskorb nicht drehen kann. Da gibt es normalerweise ein teures Haltewerkzeug für, aber ne, der Lappentrick tut es auch. So, wer hat gewonnen? Das seht ihr jetzt. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch von uns an die Gewinner. Die Gewinne sind natürlich jetzt schon wahrscheinlich bei euch, beziehungsweise auf jeden Fall unterwegs, wenn ihr das Video hier schaut. Das war das Thema Gewinnspiel von 2016, aber wir haben ja heute noch ein bisschen was auf dem Zettel. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Ja, geht es direkt weiter im Text. Ja, steht hier ein Big Bore Motor 690 SMC, ja, in einer 690er SMC von Baujahr 09. Der Motor kam hier an mit einem kapitalen Motorschaden, klassische Kurbelwellenlagerschaden mal wieder. Und den haben wir dann auf Kundenwunsch direkt komplett umgebaut. Umgebaut wurde der komplette Kurbelwellenhub von 80 auf 85 mm Hub. Der Zylinder wurde getauscht auf einen 104 mm Zylinder mit 104 mm Wössner-Kolben. Der Zylinderkorb wurde nur leicht bearbeitet, also wir haben nur die Ventilsitzradien gemacht, also die Übergänge von den Ventilsitzringen ins Aluminium, also in die Kanäle rein, mit einem speziellen Radius bearbeitet und die Original-Nockenwelle ist drin geblieben. Ja, wer uns kennt, weiß, ich bin kein großer Fan von der Rallye-Nockenwelle, für Spitzenleistung im Rennbereich oder im Rennbetrieb vollkommen okay. Aber hier auf der Straße ist immer die Original-Nockenwelle besser, weil das Drehmomentverhalten aus dem Keller ist einfach besser. Ja. Auspuffanlage natürlich unser Test-Acra und ein Stage 1 Kit von uns, damit das Gerät auch richtig beatmet wird. Ne? So, und was der kann, was der drückt, das seht ihr jetzt. So, 76 PS sind ja nicht schlecht. Allerdings drückt das natürlich auch schon eine 690 SMCR Serie mit unserem Stage 1 Kit und dem Acra drauf. Warum sollte man also, wenn man einen Motorschaden zum Beispiel hat, auf den Big Bore Umbau gehen und lässt oder baut nicht einfach auf SMCR um, also 84, 5 Hub und 102 Bohrung. Um euch das zu verdeutlichen, habe ich jetzt hier ein paar Diagramme vorbereitet und wir fangen mal an mit der Serienleistung einer 690 SMC, also so wie der Serienmotor in diesem Motorrad, was jetzt auf der Rolle steht, normalerweise ist bzw. war. Alle Diagramme, die ihr gleich seht, die Fahrzeuge sind alle mit einer Akapovic-Auspuffanlage ausgerüstet gewesen und hatten alle unseren Stage 1 Kit drin. Also so können wir jetzt sehr schön diese Diagramme vergleichen. So, fangen wir an. Diagramm 1 ist eine 690
SMC vom Baujahr 2010, wie gesagt mit Accra und unserem Stage 1. Und wir sehen hier ja, 72 PS bei 7200 Umdrehungen mit 75,3 Newtonmeter bei 6100 Umdrehungen. Das ist schon mal kein schlechter Wert für einen 8-Schub-Motor. Der Motor war auch nicht auf, ne? Also vollkommen Serie, Accra drauf und Stage 1 geht. So, hier legen wir jetzt mal zum Vergleich eine Kurve der 96 SMCR, Baujahr 2016 drüber, auch mit Accra, auch mit Stage 1 geht. Und hier seht ihr dann schon, was so ein Mehrhubmotor doch schon mehr kann. Ja, also wir haben jetzt hier 76 PS, Spitzenleistung bei ja, 7,2 und 80,4 Newtonmeter bei 5885 Umdrehungen. Ja, man kann auch hier schön sehen, gerade im unteren Drehzahlbereich, wie der Drehmoment hier ansteigt und wie natürlich auch hier die PS-Leistung natürlich dementsprechend mehr ist bei der gleichen Drehzahl. Wie das gleich aussieht mit unserem Big Bore Motor, den lege ich jetzt da noch drüber, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe hier mal die komplette Leistungskurve mal etwas abgedeckt, weil ich möchte euch jetzt erstmal die Spitzenleistung zeigen. Und ihr seht jetzt hier, die grüne Kurve ist unser jetzt frisch gebauter Big Bore Motor. Ihr seht Spitzenleistung hier 76,6 zu 76 von der SMCR. Wie gesagt, wir haben mehrere Messungen gemacht an dem Tag. Der Motor war ja noch oder ist ja noch flammneu, also dementsprechend haben wir nur 5, 6 Messungen gemacht und die lagen alle zwischen 76,1, wie ihr gerade gesehen habt, bis auf 76,6. Also das ist jetzt, sagen wir mal, 76 PS, passt perfekt. So, ihr könnt aber schon hier oben sehen, dass wir hier schon wesentlich mehr Leistung früher haben. Ja? Hier ist SMCR, hier ist der Big Bore Motor, also hier sind schon mal eben locker 2 PS dazwischen. Was jetzt da wirklich oder so richtig reinhaut, das seht ihr jetzt, wenn ich jetzt nämlich hier runter scrolle oder das Bild wegziehe. Ja, wenn wir uns jetzt die Drehmomentkurven hier angucken, seht ihr hier die extreme oder der extreme Sprung von der SMC, SMCR zum Big Bore Motor. So, schnappen wir uns erstmal die nackten Zahlen. Also wir haben jetzt hier bei diesem Diagramm 76,6 PS inklusive 84,8 Newtonmeter bei einem Drehzahlniveau von 5784 Umdrehungen. Und hier liegen wir schon 4,4 Newtonmeter über der SMCR von 2016. Wirklich interessant wird es aber erst im unteren Drehzahlbereich, also hier zwischen 4.000 und 5.000 Umdrehungen, weil da wird ja eigentlich in der Regel rausbeschleunigt. Und hier seht ihr auch die Überlegenheit von so einer Big Bore Konstruktion. Wenn wir uns jetzt mal die Werte bei 4000 schnappen, das ist ungefähr hier runter, ja, und das ist hier der Drehmoment, die Striche mit den Punkten drauf, könnt ihr das schon schön erkennen. Ihr habt jetzt hier bei der roten Linie, also bei der SMC, haben wir ungefähr 60 Newtonmeter. Ja, ihr müsst immer hier rüber gucken, das sind die Newtonmeter hier, die Anzeige der Newtonmeter, das sind die PS. Und bei der SMCR haben wir ungefähr 61 Newtonmeter. Bei der Big Bore Konstruktion, die exakt berechnet 722 Kubik hat, also nennen wir sie mal 720er, die 720er hat hier mal eben schlappe 75 Newtonmeter. Ja, das ist ein Mehrdrehmoment von 25%. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir uns jetzt mal die PS-Leistung angucken, sieht es ähnlich aus. Wir haben hier, also hier sind jetzt die PS, bei der 96 SMC liegen bei 4000 Umdrehungen knapp 34 PS an, bei der SMCR ein bisschen mehr, 34,5 und bei der 720er mal eben schlappe 43. Also das ist schon eine Hausnummer, gerade wenn ihr quasi so Serpentin fahrt, die Kurve, um die Kurve rum, den Hahn aufmacht und dann geht es richtig voran. So, wenn wir nochmal in einen anderen Drehzahlbereich gehen, so bei 6000, das wäre ungefähr hier, haben wir dann hier bei der SMC 64 PS anliegen, bei der SMCR 68,5 und bei der 720er
mal eben schon 72. Ja, das sind immer noch 3,5 PS mehr als bei dem SMCR-Modell von 2016 und 8 PS mehr als beim Serien 96er Motor. Also ihr seht, das ist Big Bore Power vom Allerfeinsten. Ja, ist doch mal satt, oder? Ja, also die Big Bore Motoren sind schon ein Traum. Ja? Also gerade wer auf Drehmoment steht, gerade unten raus im Keller raus, das ist einfach der Hammer, die Dinger. Ne? Ihr könnt eure 16er Ritzeln alle wieder abbauen, ihr könnt die 17er drauf bauen und noch ein kleineres Kettenrad hinten drauf. Das ist scheißegal, das Ding drückt aus allen Lebenslagen. Ja? Egal, was ihr da für eine Kette drauf schmeißt, beziehungsweise Kettenrad drauf schmeißt. Gut, der nächste Motor von dieser Art kommt in Folge 12, allerdings wird er etwas anders sein, hatte ich in Folge 11 ja schon bekannt gegeben. Da werden wir den Hub lassen, also 80 Hub belassen, natürlich Feinwuchten und, komplette Welle umbauen, Kugellagereien und. Aber daraufhin dann den 104 mm Wössner Kolben mit Zylinder setzen, den Kopf halt auch nur leicht an den Ventilsitzradien bearbeiten lassen und die Rallye-Nockenwelle einbauen. Ja, ich habe gerade gesagt, ich bin da kein Freund von, aber das Ding war schon drin. Der Kunde möchte sie auch gerne behalten. Also lassen wir alles so drin. Der hatte halt auch diesen Evo 2 Kit von KTM schon montiert in dem Fahrzeug. Also bauen wir es doch wieder ein. Was dabei rauskommt, ist natürlich sehr interessant. Das wird wahrscheinlich ein sehr Spitzendrehzahllastiger Motor werden. Aber lassen wir uns überraschen. Also wie gesagt, ne, schaltet ein. Folge 12 kommt Ende Dezember. Ich hoffe, vor Weihnachten kriegen wir das noch hin. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns in Folge 12. Ciao.